Vor etwa 66 Millionen Jahren geschah mit dem Leben auf unserem Planeten etwas Schreckliches. Die Ökosysteme erlitten einen doppelten Schlag, als massive Vulkanausbrüche die Atmosphäre mit Kohlendioxid füllten und ein Asteroid von der Größe Manhattans die Erde traf. Der Staub des Einschlags reduzierte oder stoppte die Photosynthese vieler Pflanzen, wodurch Pflanzenfresser und die von ihnen lebenden Fleischfresser verhungerten. Innerhalb kurzer Zeit verschwanden 3/4 aller Arten auf der Welt für immer. Und die riesigen Dinosaurier, Flugsaurier, Ammoniten und Meeresreptilien, die seit langem existiert hatten, gehörten der Vergangenheit an. Es scheint, als hätten die Dinosaurier besonders viel Pech gehabt, doch im Laufe der Erdgeschichte kam es immer wieder zu Artensterben unterschiedlichen Ausmaßes und sie finden auch heute noch überall statt. Die Umwelt verändert sich. Einige Arten werden aus ihrer natürlichen Umgebung verdrängt und für andere entstehen neue Möglichkeiten. Invasive Arten dringen in neue Lebensräume ein und verdrängen die einheimischen Arten. Und in einigen Fällen werden ganze Spezies durch die Aktivitäten besser angepasster Organismen ausgelöscht. Doch manchmal kommt es zu massiven Umweltveränderungen, an die sich die meisten Lebewesen nicht schnell genug anpassen können. So dass tausende Arten innerhalb eines geologischen Augenblicks aussterben. Wir bezeichnen das als Massenaussterben und obwohl solche Ereignisse selten sind, konnten Paläontologen einige davon anhand dramatischer Veränderungen bei Fossilienfunden identifizieren, bei denen Linien, die mehrere geologische Schichten überdauert haben, plötzlich verschwinden. Diese Massenaussterben werden dazu genutzt, die Erdgeschichte in verschiedene Zeitalter zu unterteilen. Das Aussterben der Dinosaurier ist zwar das bekannteste Ereignis, doch das größte geschah lange bevor es Dinosaurier gab. Vor 252 Millionen Jahren, zwischen den Erdzeitaltern Perm und Trias, schlossen sich die Landmassen der Erde zu einem einzigen Superkontinent zusammen, Pangaea. Als er zusammenwuchs, füllte sich sein Inneres mit Wüsten, während die einzige Küstenlinie viele der flachen tropischen Meere, in denen die Artenvielfalt gedieh, verschwinden ließ. In Sibirien kam es zu gewaltigen Vulkanausbrüchen, die mit sehr hohen Temperaturen einhergingen, was auf einen massiven Treibhauseffekt schließen lässt. Diese Katastrophen trugen zum Aussterben von 95% der Arten im Ozean bei. Und an Land machten die seltsamen Reptilien des Perm Platz für die Vorfahren der heute weitaus bekannteren Dinosaurier. Doch Massenaussterben fanden nicht nur in der fernen Vergangenheit statt. In den letzten paar Millionen Jahren führte die Fluktuation massiver Eisschilde an den Polen unseres Planeten zu einem Ansteigen und Absinken des Meeresspiegels und veränderte dabei Wettermuster und Meeresströmungen. Als sich die Eisschilde ausbreiteten, zurückwichen und wieder zurückkehrten, konnten sich einige Tiere entweder an die Veränderungen anpassen oder in eine geeignetere Umgebung abwandern. Andere hingegen, wie zum Beispiel Riesenfaultiere, Riesenhyänen und Mammuts, starben aus. Das Aussterben dieser großen Säugetiere fällt mit den Veränderungen des Klimas und des Ökosystems infolge der schmelzenden Eiskappen zusammen. Aber es gibt auch eine unangenehme Überschneidung mit der Entstehung einer bestimmten Hominidenart vor 150.000 Jahren in Afrika. Zwar hat der Mensch im Lauf seiner Anpassung an die neue Umgebung, der Entwicklung neuer Werkzeuge sowie von Methoden für das Sammeln von Nahrung und die Jagd auf Beutetiere wohl nicht im Alleingang das Aussterben dieser großen Tiere verursacht, denn einige von ihnen konnten Tausende von Jahren mit uns koexistieren. Aber es ist klar, dass unsere Werkzeuge und Methoden heute so effektiv geworden sind, dass der Mensch nicht mehr auf die Umwelt reagiert, sondern sie aktiv verändert. Das Aussterben von Arten ist ein normales Phänomen im Hintergrund von Ökosystemen. Studien deuten jedoch darauf hin, dass die Aussterberate vieler Organismen heute Hunderte bis Tausende Male höher ist als der normale Hintergrund. Aber dieselbe einzigartige Fähigkeit, die es Menschen ermöglicht, Massenaussterben herbeizuführen, versetzt uns auch in die Lage, sie zu verhindern, indem wir etwas über vergangene Aussterbeereignisse lernen, dadurch erkennen, was heute passiert, wenn sich die Umwelt verändert, und dieses Wissen nutzen, um unsere Auswirkungen auf andere Arten zu verringern, können wir den Einfluss der Menschheit auf die Welt verwandeln. Von etwas so Zerstörerischem wie einem massiven Asteroiden in einen kooperativen Teil einer biologisch vielfältigen Zukunft. Der Schutz und die Erhaltung unserer Natur muss für jedes Land, jedes Unternehmen und jede Gemeinschaft auf der Welt zu einer Priorität werden. Für einsetzbare Schritte, um dies zu erreichen, kannst du @ted.com/earthschool besuchen.